Wir haben ein Überraschungspaket von cleanout.de erhalten und was da drin ist, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Alles neu macht der Mai oder in unserem Fall der August. Wir haben uns was Neues ausgedacht. Wir lassen uns nämlich immer Überraschungspakete von Autopflegeshops schicken. Starten mit Cleanout. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Wirklich keine Ahnung. Original verklebt von Cleanout. Original verklebt von Cleanout. Dito. Und hier ebenfalls. Das heißt, ich weiß wirklich nicht, was drin ist. Das heißt, ich packe das jetzt einfach aus. Guck mir die Sachen an, Geräte, Artikel, was auch immer dort drin ist. Quatsch ein bisschen drüber, vielleicht kenne ich es, vielleicht kenne ich es nicht. Wenn ich es nicht kenne, probieren wir es aus und erzähle einfach so ein bisschen, was passiert. Einfach mal ein neues Format. Wir dachten, kommt kurz gut an. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, dann machen wir das öfter. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal. Ein Cuttermesser habe ich mir mitgebracht und dann let's go. So, also erstes Pappe. Ein Liebesbrief. Grüßt euch Nico und Moritz, wobei Nico falsch geschrieben ist, möchte ich hier mal kurz betonen. Das ist richtig, wird der nämlich mit K geschrieben. Nur mit K bitte. Nico. Ja. Danke Paul übrigens an dieser Stelle. Hier haben wir wieder etwas Schönes für euch vorbereitet. Als erstes haben wir das CC Evo von Sonax, eine geile Keramikversiegelung. Sie führt nur ein sehr tristes Dasein, da es kaum Beachtung bekommt und das wollen wir ändern. Dazu sagen wir gleich mal was. Als nächstes kommt unser Community Deal. Dieser setzt sich zusammen aus. Einmal Pearl Rain von Liquid Elements, einmal Dust Cracker von Liquid Elements, einmal See You von Liquid Elements, einmal Orange Baby von Liquid Elements, einmal Chubby 2.0 von Liquid Elements, einmal Streakbuster von Liquid Elements und einmal 10 Liter Eimer von Cleanout. Und was soll man dazu anderes sagen, außer was für ein geiles Set für Einsteiger. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich packe es jetzt mal aus, gucke mir das alles an und dann, so wie es klingt, waschen wir damit ein Auto, oder Mo? Let's go. Müssen wir erstmal ein Auto organisieren, aber erstmal packen wir es aus. Wir starten mal mit dem Teil, den ich kurz machen kann. Keramikversiegelung CC Evo. Ich glaube, kennt ihr auch von uns schon. Benutzen wir sehr gerne als unser Zweischichtprodukt. Standzeit gefällt uns gut, Performance gefällt uns gut, Auftrag ist wirklich super einfach, funktioniert wirklich geil. Ich mag das Produkt, genau, bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Wer uns regelmäßig bei Instagram folgt, wer das nicht tut, sollte das jetzt tun, kann sich auch regelmäßig davon überzeugen und auch wie es glänzt und perlt, deswegen da auf jeden Fall mal reinschauen, dann seht ihr dazu mehr. Und jetzt packen wir mal den Eimer aus. Ketchup-Eimer, würde ich mal sagen. Mit Ketchup-Eimer Verschluss. Nee, reicht vollkommen für die Größe, gerade für unterwegs. Braucht man jetzt nicht unbedingt mehr. Interessant wäre noch zu wissen, ob da irgendwie, werde ich noch mal in Erfahrung bringen, ein Grid Guard in irgendeiner Form reinpasst. Und dann schauen wir uns das mal an. Ja, Streakbuster, Glasreinigungstuch von Liquid Elements. Ja, interessante Farben. Also passt ja zum Design hier mit diesem grünen Monster. Grüner umnähter Rand ist weich und halt eine typische Waffelstruktur. Relativ kleine Waffeln, sage ich mal, so eine relativ feine Waffelstruktur. Die gibt es natürlich auch deutlich gröber. Schauen wir mal, klassisches Glasreinigungstuch, was das kann. Den hier tatsächlich haben wir schon länger im Einsatz. Wer uns folgt, weiß das auch. Der Chubby Mikrofaserhandschuh mag ich sehr gerne, gerade für intensivere Wäschen oder wenn man in die Ecken und Kanten kommen muss, finde ich super. Kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ja, und halt ein Klassiker. Das Orange Babies in 40×60, ein relativ kleines Trockentuch, also ziemlich handlich. Ja, so die erste Generation an Trockentüchern, ne, mit diesen Plush-Piles, also quasi den Fasern, die aufgeraut sind und dadurch eine große Oberfläche haben und trocknen. Relativ hohes Flächengewicht von 800 GSM, ne, also ist auch deswegen relativ steif. Lässt sich jetzt auch nicht einfach auseinanderziehen, also wirklich eine hohe Faserdichte. Probieren wir mal aus, wie sie es beim Trocknen macht. Next on, passend zum Glastuch See You Glasreiniger, auch von Liquid Elements, samt Sprühkopf. Pearl Rain, Autocar-Shampoo habe ich, Autocar-Shampoo ist auch cool. Autoshampoo-Konzentrat Car-Shampoo habe ich tatsächlich auch noch nicht ausprobiert. Pearl Rain, Autoshampoo von Liquid Elements, ist ein hochwertiges Waschshampoo zur einfachen Außenreinigung von Kraftfahrzeugen. Selbst bei stark verschmutzten Fahrzeugen bietet Pearl Rain einen sehr guten Reinigungseffekt. Wichtig ja immer, gerade bei Endkundensachen, fangen wir vielleicht noch mal beim Glasreiniger an, wobei, mal gucken, ob der nach was riecht. Nee, der riecht nach Glasreiniger. Achso, ansonsten auch interessant,
Einfach, aber sehr effektiver Glasreiniger, strafenfreie Reinigung, ebenfalls perfekt im Haushalt, auch bei warmen Temperaturen gut zu verarbeiten. Und jetzt wird es ganz interessant, was ich finde, kein Gefahrensymbol. Das heißt, da wird vermutlich nahezu kein Alkohol drin sein oder ganz wenig. Auf jeden Fall so wenig, dass nicht deklarationspflichtig ist. Und er ist auch relativ dickflüssig für so einen Glasreiniger. Also ist jetzt nicht wie so ein Shampoo-Konzentrat, aber ist jetzt auch nicht wie Wasser. Ne? Also finde ich ganz interessant. Beim Pearl Rain riechen wir mal da dran, ob das noch irgendwas riecht. Wo riechen wir? Ich kann es nicht identifizieren. Schwierig. Ja, wie Hubba Bubba. Stimmt. Kirsche. Also Fake. So Fake-Kirsche. So Hubba Bubba Kirsche. Hubba Bubba Kirsche, so riecht es ja. Manchmal, wir arbeiten wenig mit Geruch, da brauchen wir einen Moment, um drauf zu kommen. Liquid Element Dust Cracker. Ja, Felgenreiniger haben wir auch schon mal getestet. Interessante, nur 1 Minute einwirken lassen. Nicht länger als 3 Minuten, also wirklich ein schnellwirkender Felgenreiniger. Riechen wir mal da drin, ob der, wie ich an Felgenreiniger riecht, ich weiß noch nicht genau. Nee, also ist jetzt nicht schlimm, aber riecht jetzt auch nicht geil. Also es ist schon parfümiert. Riecht jetzt nicht ganz so schlimm, aber riecht halt wie Felgenreiniger riecht. Also gibt deutlich schlimmere, aber ich rieche nicht so gerne an Felgenreiniger. Jo, ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Challenge. Hey, waschen ein Auto nur damit, oder? Ohne irgendwas anderem. Außer am Hochdruckreiniger. Oh, nicht den, schon wieder den Smart. Schon wieder den Smart. Das ist ein kleines Auto, kleines Set. Müssen wir den Smart waschen. Ich packe mal zusammen, wir bauen mal um und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder und waschen nur mit dem, was wir hier haben, ein Auto. Wir haben uns jetzt gerade geprügelt, welches Auto wir nehmen und wie ihr seht, der TT steht drin, Mo liegt weinte. Nein, Spaß beiseite. Wir haben jetzt entschieden, den TT zu nehmen. Er ist erstens ein bisschen schmutziger und zweitens kann ich das besser verantworten, wenn dann doch was passiert. Die Herausforderung ist jetzt nämlich nur mit diesen Produkten zu waschen. Das heißt, ich muss mir jetzt einen kleinen Kopf machen, wie ich vorgehe, um trotz nur einem Eimer und einem Waschhandschuh eine schonende Wäsche hinzukriegen. Ich würde sagen, ich gebe jetzt mal Gas. Wir sehen uns dann zwischendurch immer später wieder und ich werde euch erzählen, was ich wann, warum, an welcher Stelle benutze. Bis dann. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal an. Felgenreiniger. Oh, kann man das hier verstellen? Klassischer Fall von so doof angestellt. Wenn ich nämlich normal drücke, kommt das als Strahl. Wenn ich aber schnell ziehe, wirklich schnell. Oh, ja, damit hat sich der Sprühkopf erledigt. Gut, dass wir noch einen zweiten haben. Tja, alles live. Sowas passiert. Schauen wir mal, ob der jetzt länger hält. Ah, der ist tatsächlich nur, also, nee, der sprüht hier nur im Strahl. Ne, auch wenn ich schnell ziehe, nicht? Na gut, dann arbeiten wir mit dem, was wir haben, würde ich sagen. Na gut, dass ich keine BBS-Felgen habe, würde ich mal sagen. Das würde jetzt hier noch ein paar Stunden dauern, das Video. Also geruchstechnisch ist er tatsächlich von der Intensität nicht so, also nicht so schlimm wie natürlich pur, aber er ist so ein bisschen beißend in der Nase, oder Mo, merkst du das auch? Also ein bisschen, ja. Auch für den Felgenreiniger? Ja, also geruchstechnisch okay, kribbelt so ein bisschen in der Nase. Weil der Felgenreiniger ist halt nie so eine Geruchskanone. Das hier mit dem Sprühkopf hake ich jetzt mal ab und der Pech gehabt. Aber es ist halt, wie es ist. Wow, guck mal hier. Das waren jetzt wirklich vielleicht 10 Sekunden, 20 Sekunden, wenn überhaupt. Und verbraucht, ja, kann ich jetzt nicht richtig messen, aber viel ist es nicht. Also er war hier oben vielleicht 50 Milliliter, wenn überhaupt. Zeitsparen ist auf jeden Fall der Felgenreiniger. Ist jetzt wirklich schon komplett abreagiert. Steht ja auch nicht drauf, nicht länger als 3 Minuten. Wir dampfen jetzt die Felgen ab und dann gleich das ganze Auto. Wir haben ja keinen gesonderten Vorreiniger bei. Man könnte jetzt natürlich das Pearl Rain in eine Schaumkanone füllen, aber wir wollen ja nur mit dem waschen, was wir jetzt gerade haben. Außer einem Hochdruckreiniger, den brauchen wir separat. Der passt schlecht in so einen Eimer. Deswegen duschen wir das ganze Auto ab und waschen dann ganz normal. Los geht's. Ich möchte keinen Kommentar über den Zustand der Felgen hören. Ja, die habe ich vom Vorbesitzer geholt. Ja, Felgen sind sauber, Reinigungsleistung kann ich nicht meckern. Tipptopp, also selbst wenn ich immer so reinfasse. Gut, ich habe schwarze Handschuhe, das ist jetzt witzlos, aber sie sind sauber. Wir werden sie nachher ganz am Ende noch mit dem Handschuh waschen, wenn wir nichts anderes mehr damit waschen müssen. Klar, wir sollten normalerweise natürlich den Handschuh separat aussortieren, aber ich würde es jetzt mit einem Set machen. Deswegen ganz am Ende nochmal mit dem Handschuh drüber. Jetzt würde ich sagen, duschen wir das ganze Auto einmal ab mit dem Hochdruckreiniger und dann gehen wir an die Handwäsche.
Hier läuft gerade ein Coating-Test bzw. ein kleiner Coating-Vergleich. Welche das genau sind, habt ihr bei Instagram gesehen, also da auf jeden Fall nochmal reinschauen und folgen. Jetzt machen wir mal einen Eimer voll und nicht mit mir. Auf geht's an die Hauptwäsche. 50 Milliliter auf 10 Liter Wasser geben, mit Waschhandschuh im Eimer verteilen. Von oben nach unten Reinigung zwischen Handschuh, zwischenzeitlich auswaschen und neues Wasser aufnehmen. Rückstände mit Hochdruckreiniger abspülen. Gucken, ob wir Hochdruckreiniger oder einen Schlauch nehmen. Und dann würde ich sagen, los geht's. Okay, wir haben einen Waschhandschuh und einen Eimer. Das heißt, wir müssen, und kein Gridguard, zusehen, dass wir den Waschhandschuh zwischendurch mit dem Hochdruckreiniger ausspülen. Ich fange vom Dach nach unten an. Ganz wichtig, wirklich hier die Bereiche sauber einteilen, gerade wenn wir nur einen Handschuh haben. Fangen wir ruhig vom Dach an. Machen nicht so viel Fläche. Gleitet auf jeden Fall wirklich gut. Da kann ich nicht meckern. Schäumt auch gut. Sieht man ja ganz schön. Ne? Und dann drehe ich den um und mache nochmal die Kante hier fertig. Bis zur Fensterkante. Und dann heißt das Auswaschen. Und dafür, zum Auswaschen, gehen wir jetzt mal rüber zum Hochdruckreiniger, spülen das einmal ein bisschen durch. Ist jetzt die beste Variante, finde ich, wenn wir nur einen Handschuh und einen Eimer haben. Hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr an der Tür wascht, bitte lasst den unteren Bereich Schweller plus vielleicht eine Handbreit aus. Ihr seht ja beim Abspülen, wo der extrem schmutzige Bereich anfängt. Hier habe ich jetzt gesehen, das ist so diese Kante. Ne? Das heißt, ich wasche hier unten eine Bahn bis hier und den Rest ganz am Ende, wenn ich bis dahin quasi einmal rum bin. Also generell wieder in die Bereiche einteilen. Dach vielleicht bis Fensterkante, dann Tür bis hier unten und dann ganz am Ende. Den Rest vor allen Dingen, wenn ihr nur einen Waschhandschuh und einen Eimer habt. Ist natürlich wirklich bei so einem Grill cool, so einen Zottelhandschuh zu haben, weil man kommt mit den Zotteln weit in den Grill rein und braucht nicht mal einen Pinsel. Gerade für die Unterhaltswäsche reicht es eigentlich aus, wenn man den so locker in die Hand nimmt, einen Daumen rein, dass er nicht runterfällt, ne, zwischen zwei Finger halten. Und dann kann man hier schön mit den Fingern auch reingehen und durch ein bisschen hin und her waschen. Kommt man auch tief hier rein und das funktioniert eigentlich sehr gut. Da braucht man nicht immer extra einen Pinsel. So, bevor ich jetzt endgültig fertig bin, würde ich nochmal durch die Einstiege gehen, wenn die nicht so gepflegt sind, dass es ausreicht, dort mit dem Tuch durchzugehen. Ansonsten kann man damit auch nochmal die Einstiege durchwaschen. Ich spüle mir den jetzt nochmal aus und dann final gehe ich nochmal einmal um die Felgen rum. Wie gesagt, feine Art oder feine englische Art ist es, einen separaten Waschhandschuh nur für die Felgen zu haben. Aber ich denke, so geht es, wenn wir ganz am Ende das Risiko ausschließen und den Handschuh danach gut sauber machen, wird das schon hinhauen. Jetzt macht sich natürlich ein guter Felgenreiniger bemerkbar, denn jetzt sollte hier nicht mehr so viel Dreck runterkommen. Und wir sehen es auch hier in den Kanten, noch ein bisschen Dreck bleibt hängen. Im Großen und Ganzen der Fläche ist es eigentlich relativ sauber. Das soll ein guter Felgenreiniger machen. Wasser hat jetzt gut gepasst, ein Schluck ist noch drin. War noch drin. Wir spülen jetzt den Wagen ab und dann geht es ans Trocknen. Mal gucken, ob ein Trockentuch ausreicht. Die meisten von euch werden schon wissen, dass ich ganz gerne mit fließendem Wasser abspüle. Das ist einfacher, den verbleibenden Schaum aus den Ritzen zu spülen und einfach deutlich entspannter. Wenn natürlich die Möglichkeit nicht hat, weil er an der Waschbox wäscht, geht natürlich auch gut. Nur wenn ich die Auswahl habe, nehme ich gerne fließendes Wasser aus dem Schlauch. Auto ist sauber, Auto ist abgespült. Jetzt geht es ans Trocknen, wobei ich immer empfehle, lasst das Auto einen Moment austropfen, gerade wenn keine Druckluft zur Verfügung ist, einfach mal kurz ein bisschen die Türen aufmachen, alles ein bisschen austropfen lassen. Natürlich darauf achten, dass euch kein Wasser in den Innenraum läuft, aber ansonsten einen Moment sacken lassen sozusagen. Wer möchte, kann jetzt auch, wenn er an der Waschbox wäscht, aus der Waschbox rausfahren, mal 2, 3 scharfe Rechtskurven mal ein bisschen zackig bremsen, dass das Wasser einfach aus den Kanten besser rausläuft und dann geht es ans Trocknen. Ich bin gespannt, ob dieses Tüchlein oder das Tuch fürs Auto ausreicht. Ziehen es einfach mal locker rüber und gucken mal, wie weit wir kommen.
Auch hier bitte noch die untersten Bereiche auslassen, wenn sich da doch noch mal ein bisschen Dreck versteckt hat. Auch das bitte ganz am Ende erst trocknen. In der Regel solltet ihr ja gut gewaschen haben, aber das ist einfach noch mal eine Vorsichtsmaßnahme. Ja, jetzt wird es langsam zu viel fürs Tuch. Ich kann noch mal die Seite wechseln, dann geht es vielleicht noch mal. Aber mal gucken, wie wir das Auto hier noch trocken kriegen. Ich guck mal, wie weit ich komme. Und dann müssen wir uns den Kopf machen. Ja, also wir sehen, wir ziehen ja echt einen Schleier. Ich glaube, wenn es ein ganz feiner Nebel ist, also ein ganz feiner Schleier, dann macht der nichts, dann trocknet der fleckenfrei ab. Aber hier ist es schon ein bisschen sehr stark. Ich versuche jetzt mal, das Tuch noch mal ein bisschen auszubringen. Das ist natürlich bei so einem dicken Tuch immer nicht ganz so einfach. Ja, das ist der Nachteil an diesen Plushfasern. Die nehmen super auf, geben aber nicht so gut wieder ab. Da sind die etwas moderneren, sage ich mal, Loop Piles, also diese Schlaufenfasern, ein bisschen vorteilhafter, was das betrifft. Ja, schauen wir mal, ob man mit einem jetzt hier hinkommt. Ein bisschen besser trocknet es jetzt schon wieder. Das hat also tatsächlich was gebracht, Mo. Danke fürs Kraftleihen. Ja, also es ist jetzt echt ein Krampf. Ich kriege das hier nicht mehr richtig trocken. Ich glaube, ich muss jetzt schummeln und noch ein Tuch von mir nehmen. Also ein zweites Tuch würde ich auf jeden Fall empfehlen. Hast du eine andere Idee, Mo? Die Jungs haben noch Backup mitgeschickt. Auch schön, dass du es mir jetzt sagst. Und ich mühe mich ja ab mit dem Ausfrecken und was auch immer. Ne? Hier kriegst du dein Tuch wieder. Backup, was haben wir denn hier? Drip-In Universal Trockentuch, 40 x 40. Oh, das wäre eigentlich wahrscheinlich eher für die Einstiege, aber für den Rest reicht es jetzt bestimmt. Noch dicker, würde ich sagen. Ja, 1200 GSM, habe ich gesehen. Das ist wirklich ein dickes Tuch. Und auch nicht nur ineinander genäht, sondern wirklich auch eine sehr, sehr, sehr dichte Faser. Auch wieder diese Plüschfaser. Also ähnliche Struktur wie bei dem anderen, nur noch mal deutlich dichter. Und ich würde sagen, auch echt schwer. Das hier rettet uns jetzt nochmal den Hintern, dass wir den Wagen noch trocken kriegen. Jetzt sind wir fast fertig. Einstiege noch trocknen und dann ist der Wagen trocken. Dann fehlt nur die Glasreinigung und die Wäsche ist fertig. Ja, für die Einstiege ist natürlich so ein kleineres Tuch super. Das hängt hier nicht irgendwo groß im Weg und nimmt aber trotzdem viel Wasser auf. Ich muss euch mal meinen Rücken zudrehen. Und damit komme ich hier auch gut in die Einstiege rein. Ich würde sagen, ich nehme jetzt das Glastuch und den Glasreiniger. Ich muss nur den Sprühkopf wieder sauber machen, weil den habe ich ja jetzt doppelt verbraucht. Einen habe ich kaputt gemacht, also mache ich den jetzt schnell sauber. Dann nehmen wir den Glasreiniger und Mo, hast du ein Glastuch von mir versteckt oder haben wir auch nur eins? Nee, ich habe auch eins. Bin ich blind oder wo hast du das gefunden? Ja? Sagen wir so, war noch ein Paket drin. Okay, mein Fehler. Also auch zwei Glastücher. Clear My Glass, 35 x 35 cm. Struktur sehr ähnlich zum Liquid Elements, also werden sie sich bestimmt gut ergänzen. Das ist natürlich perfekt für die Glasreinigung, zwei Tücher zu haben. Und damit machen wir jetzt weiter und dann auch Schluss. Das Risiko war mir jetzt ein bisschen zu groß, dass ich sage, der Glasreiniger ist Müll und am Ende habe ich noch ein bisschen Felgenreiniger-Rest. Deswegen habe ich jetzt mal einen Sprühkopf von uns geklaut. Im Normalfall hätten wir natürlich Cleanwood geschrieben und gesagt, hey Jungs, Mädels, da fehlt ein Sprühkopf oder einer ist kaputt gegangen, hätten wir bestimmt natürlich einen neuen bekommen. Deswegen sprühen wir jetzt mal eine Seite mit ordentlich Glasreiniger ein. Wir müssen ja auch wirklich eine Reinigung haben. Also da gerne auch direkt auf die Glasoberfläche, wenn ihr es hinbekommt, ohne dass ihr Overspray auf angrenzende Bauteile habt. Dann reinigen wir mit dem nassen Tuch vor. Es zieht tatsächlich jetzt schon wirklich gut ab. Und das auch, obwohl ich so viel reingesprüht habe. Ich lasse mal kurz stehen und man sieht tatsächlich hier, der Glasreiniger, die Schlieren lösen sich schon komplett von selber auf. Wir natürlich trotzdem, oh, das stockt, also stockt total extrem. Also die Scheibe ist mit Sicherheit sauber. Also wenn es so stockt, dann kann ich da sicher sein, dass sie sauber ist. Aber außen ist es ja jetzt keine Kunst, die haben wir schon mal gewaschen. Ich glaube, wichtiger ist, wir gucken jetzt mal auf die Innenseite. Ich habe jetzt hier die halbe Scheibe außen, mache die halbe Scheibe innen und dann schauen wir mal, ob die sauber ist. So, ich mache es jetzt tatsächlich so, damit der Glasreiniger effektiver reinigt, dass ich mir ein bisschen was hier auf die Armatur lege und direkt drauf sprühe. Und wenn ich ein bisschen Overspray habe, nehme ich den mit auf, das ist jetzt nicht so schlimm. Und jetzt immer mit dem Fahrzeug äußeren Arm reinigen. So spart ihr euch extreme Verrenkübungen. Das ist einfach angenehmer, als wenn ihr mit der inneren Hand reinigt. Müsst ihr einfach mal ausprobieren, werdet ihr merken. Jetzt reinige ich immer gründlich die Scheibe. So ungefähr bis zur Mitte. Auch hier, wer hier schlecht rankommt, einfach irgendwie einen Kochlöffel nehmen oder einen Spatel, dass man hier wirklich bis an die Kante kommt. Das geht hier bei dem Auto ganz gut. Und dann gerade die Kanten neigen natürlich zur Streifenbildung. Und ich sehe auch wirklich, der Reiniger zieht echt gut ab. Also das gefällt mir wirklich ganz gut.
Jetzt nochmal ein zweites Tuch hinterher. Da ist natürlich schön, wenn wir hier ich 2 verschiedene Tücher nehme oder der Rand. Das stockt hier so. Also hier kann echt nichts mehr auf der Scheibe sein. So. Und jetzt würde ich sagen, Mo, hol doch mal eine Lampe. Dann können wir mal schauen, wie ich Glasreinigungslegastheniker das jetzt hier mal ebenso aus der Hüfte geschüttelt hinbekommen habe. So, also ich kontrolliere erstmal für mich und ich sehe, ich habe hier noch eine leichte Schliere. Das ist genau diese Kante, die ich meinte. Ne? Die ist halt wirklich schwer von innen zu erwischen. Dafür sollte man immer noch mal kontrollieren. Da reicht auch ein Handylicht. Und auch hier diese unterste Kante, auch da gerade gesagt, macht es echt Sinn, wirklich, wenn man rankommt, mit den Fingern richtig rein, so wie jetzt. Oder halt mit dem Spatel. Aber sonst, jetzt habe ich es hier mit meinen Fettfingern mir dreckig gemacht. Reinigungsergebnis ist gut. Ich zeige euch mal den Vergleich zur anderen Seite. Ja, Cleanout, vielen Dank für dieses Einsteiger-Set. War eine Herausforderung, mal damit zu waschen und, sage ich mal, eine Waschmethode kurz mir zu überlegen. Ich denke, das ist wirklich ein gutes Einsteiger-Set. Vielleicht noch mal einen zweiten Handschuh mitbestellen und darauf achten, wie man mit dem Eimer wäscht, ob man die Handschuhe ausspült oder mehrere Handschuhe benutzt oder einen Gridguard benutzt, wie auch immer. Ich glaube, man hat erstmal echt für einen günstigen Preis alles dabei. Könnt ihr unten mal auf den Link klicken und einfach mal checken, was es jetzt aktuell gerade bei Cleanout kostet, dieses Set. Und wenn man mal reinschnuppern will, glaube ich, gut geeignet. Alle Produkte für sich genommen fand ich gut. Sprühkopf hatten wir vielleicht einfach einen schlechten Tag erwischt, aber der Reiniger, der Felgenreiniger hat gut funktioniert. Das Shampoo hat angenehm gerochen, ist hoch verdünnbar, hat gut geglitten, hat gut sauber gemacht. Wir dürfen das echt nicht vergessen, wir haben keinen Vorreiniger auf dem Auto benutzt, also von daher hat es schon gepasst. Klar, jetzt eine richtige Mistkarre würde ich immer mit Vorreiniger bearbeiten, aber da geht man ja nicht von aus, wenn man sich für sein Auto ein Pflegeset kauft, sollte man denken, dass es relativ gepflegt ist. Die Tücher, ich bin nicht so der riesen-extreme Fan von diesen Plush-Piles, die so geschlitzt sind. Ich finde da die Loop-Piles einfach deutlich, man kommt damit einfach weiter, aber angesichts des Preises, die kosten meistens auch das Doppelte oder Dreifache teilweise von den Plush-Piles. Von daher haben die auch definitiv ihren Einsatzzweck. Mikrofaserhandschuhe, habe ich schon gesagt, nutzen wir selber, finde ich tipptopp. Glasreinigungstücher finde ich auch gut, die sind relativ dünn, da kann man schön Druck drauf aufbringen. Scheibe ist streifenfrei von innen und von außen, damit Ergebnis wirklich gut funktioniert. Immer dran denken, auf jeden Fall 2 Tücher zur Glasreinigung benutzen, das macht es viel leichter. Der Glasreiniger hat mich sehr positiv überrascht, da fand ich die Leistung wirklich top. Ihr habt gesehen, wie verschmiert meine Frontscheibe ist. Auch hier wieder Asche auf mein Haupt. Und ja, insgesamt finde ich ein gelungenes Set. Hat Spaß gemacht, mich da reinzufuchsen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Euch viel Spaß beim Nachmachen. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.